Hallo und herzlich willkommen im Deutschen Museum zum zweiten Teil des Interviews mit Herrn Prof. Dr. Trischler über das Deutsche Museum als Forschungseinrichtung. Im ersten Interview haben wir uns mit den Hintergründen des Forschungsmuseums und auch der nationalen und internationalen Verflechtung beschäftigt. Und jetzt wollen wir etwas mehr darauf eingehen, was derzeit für aktuelle Forschungsthemen im Gespräch sind, beziehungsweise das Forschungsprogramm und die Forschungsschwerpunkte. Und Herr Trischler, es gibt ja ein umfangreiches Forschungsprogramm im Deutschen Museum. Können Sie uns ein bisschen erläutern, wie sich diese Programmbereiche unterteilen? Ja, wir reden von einem Fünfklang, den wir hier betreiben. Das beginnt mit der Forschungsinfrastruktur, Archiv, Bibliothek, die Objektsammlung und das Deutsche Museum Digital, das unsere Forschungsinfrastruktur ausmacht. Und auf dieser Forschungsinfrastruktur bauen sich die anderen Projekt- und Programmbereiche auf. Das ist die sammlungsbezogene Forschung, an der wir unmittelbar am Objekt arbeiten, einschließlich der Restaurierungs- und Konservierungsforschung. Das ist die Wissenschaftstechnik, Umweltgeschichte, die das Objekt einordnet in den historischen Zusammenhang. Das ist die vermittlungsbezogene Forschung, wo es darum geht, unsere Arbeit der Kommunikation mit den Besucherinnen und Besuchern so gut wie möglich zu gestalten und auf den neuesten Erkenntnissen der Wissenschaftskommunikation aufzubauen und schließlich die Vermittlung in den Ausstellungen, in den Besucherlaboren, die Forschung, die dann auch die Besucherinnen und Besucher unmittelbar mitnimmt und schließlich den vielen Programmen, die wir zur Kommunikation wissenschaftlichen Wissens aufbauen, täglich neu fahren. Das ist so dieser verknüpfte Zusammenhang unserer unterschiedlichen Programmbereiche. Sie haben eben auch die Bildungs- und vor allem die Restaurierungsforschung erwähnt. Können Sie uns da erklären, was da dahinter steckt? Ja, die Objekte, vor denen wir hier auch stehen, unterliegen einem Alterungsprozess durch verschiedene Einflüsse, auch durch Besuchereinflüsse. Und das sicherzustellen, dass unser kulturelles Erbe bewahrt wird, bestmöglich bewahrt wird, ist Aufgabe der Restaurierungsforschung, die mit den neuesten Methoden, auch nicht invasiven Eindringens in Objekte, wenn man so will, versucht, hier diesen in die Objekte eingeschriebenen Alterungsprozess aufzuhalten und die Objekte auch durch präventive Konservierung bestmöglich zu bewahren. Ja, wir stehen ja hier jetzt vor dem Normalseggelapparat von Otto Lilienthal und das ist jetzt ein Thema aus der Restaurierungsforschung, wo ich gern kurz drauf eingehen würde. In der Flugwerft in Schleißheim wird nämlich derzeit ein Original-Segelapparat von Lilienthal restauriert. Und das Spannende daran ist, dass ab nächsten Jahr, also 2021, dieses Forschungslabor und die Werkstatt in der Flugwerft für Besucher eröffnet wird. Und können Sie uns da vielleicht einige Details zu erläutern? Ja, das ist der Nachbau des ersten in Serie gebauten Flugzeugs der Welt, das wir sagen, der Lilienthalsche Normalsegelapparat. Das Original, wie Sie sagen, ist seit Jahrzehnten in unseren Depots nicht ausgestellt. Aber viele Besucherinnen und Besucher interessieren sich für dieses authentische Original, das den Nachbau nicht wirklich ersetzen kann. Und dieses fragile Objekt, das über viele Jahrzehnte hinweg schwierig unter schwierigen Bedingungen aufgehoben worden ist, das wollen wir wieder den Besucherinnen und Besuchern zugänglich zu machen. Aber das müssen wir zuerst absichern über wissenschaftliche Methoden und dieses uns über die Schulter schauen, das Ermöglichen des Forschungsprozesses am Objekt, das ist die Aufgabe dieses offenen Labors, dieses Restaurierungslabors, das wir in Schleißheim aufbauen, anhand dieses ikonischen Objekts Lilienthalscher Normalseggelapparat. Ja, ist ein hochinteressantes Thema und auch für die Besucher bestimmt ein toller Mehrwert. Also wirklich mal auch mal ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen und zu sehen, was mit dem Objekt passiert, bevor es hier in der Ausstellung steht. Science in Action, ja? Quasi, genau, ja. Und Sie haben ja vorhin haben uns ja ein paar Programmbereiche erläutert. Die kann das Deutsche Museum aber ja leider nicht finanziell alleine bewältigen. Und die Frage wäre jetzt, wie werden so vielschichtige Projekte finanziert, beziehungsweise was ist zu tun, bis diese notwendigen Mittel eigentlich zugesagt und auch bereitgestellt werden? Ja, das ist so in der Hauptsache mein Job, Drittmittelforschung zu betreiben oder diese Drittmittel in das Haus zu holen im wissenschaftlichen Wettbewerb über alle
sagen wir mal, wichtigsten Förderorganisationen hinweg, ob das die Deutsche Forschungsgemeinschaft ist, die uns in vielen Projekten unterstützt, ob das die Europäische Union ist, den europäischen Forschungsförderprogramm Horizon 2020, das aktuelle, ob das die Volkswagen Stiftung ist, überall, ob das das Bundesforschungsministerium ist. Überall stellen wir Anträge im wissenschaftlichen Wettbewerb, müssen uns durchsetzen gegenüber vielen, vielen Konkurrentinnen und Konkurrenten, tun das aber, glaube ich, ganz gut und tun das eben sehr häufig in Kooperation mit den Partnern unserer Münchner Universitäten, unseren sonstigen Leibniz-Kooperationspartnern und internationalen Partnern und bringen damit sozusagen, ermöglichen es damit, diese vielfältige Forschung auch wirklich durchzuführen. Sie haben danach gefragt, was da die Voraussetzung ist. Na, die Voraussetzung ist, dass man in der Lage ist, erstens zu wissen, was sind denn die wichtigsten Programme, auf die hin wir uns bewerben können. Mhm. Nicht jede Forschungsförderorganisation stellt sozusagen ermöglicht ungebundene Forschung, sondern man muss sich konzentrieren auf ausgeschriebene Programme und also diesen Überblick zu haben, aber vor allen Dingen genehmigungsfähige Anträge zu schreiben. Ja. Und das geht mal gut, mal weniger gut. Je nach Förderorganisation kann man sagen, 1/3, 1/5 der Projekte wird statistisch genehmigt. Bei uns ist die Erfolgsquote sehr viel höher. Da sind wir, glaube ich, einfach erfahren genug, um das zu ermöglichen. Es ist viel Aufwand, aber der Ertrag ist wichtig. Ja. Und es ist einfach auch ein Erfolgsindikator, im wissenschaftlichen Wettbewerb mit Partnern diese Drittmittel einzuwerben. Wir werden immer wieder evaluiert von internationalen Kommissionen und da müssen wir viele Performance-Indikatoren bedienen. Und eine davon ist eben diese erfolgreiche Einwerbung von wissenschaftlichen Drittmitteln. Und das sind mehrere Millionen im Jahr, die wir da einwerben können. Und die Voraussetzungen dafür sind, dass wir dieses Forschungsprogramm wirklich weiterführen können. Solide durchführen können. Ja, danke. In diesem Bereich fällt immer wieder der Begriff Rachel Carson Center. Was hat es damit eigentlich auf sich? Ja, das ist eine dieser Kooperationen, die wir mit den Münchner Universitäten betreiben. Mehrere Kollegen von uns sind eben nicht nur im Museum tätig, sondern auch an der Universität. Unser Generaldirektor, der einen Lehrstuhl an der TU München hat, meine Professur an der LMU München. So haben wir unterschiedliche auch personelle Kooperationen. Wir stehen auf zwei Beinen, die Universität, das Deutsche Museum, das geht sehr schön zusammen. Toll, ja. Und unter anderem eben in diesem Zentrum für Umweltforschung, Rachel Carson Center, das seit 2009 existiert, das ein Kollege von der LMU und ich gemeinsam führen, wo wir mittlerweile mit fast 30 Millionen Euro unterstützt worden sind von der Bundesregierung, um ein solches internationales Zentrum von globaler Strahlkraft zum Thema Umweltwissenschaften aufzubauen. Und das haben wir nach einer einer Mutterfigur der internationalen Umweltbewegung, Rachel Carson, die der Stumme Frühling 1962, das Buch, das die amerikanische Umweltbewegung, die globale Umweltbewegung begründet hat, benannt. Und viele Ergebnisse, die wir machen, viele Outreach-Aktivitäten im Deutschen Museum, Green Vision, seine Filmserie, Dokumentarserie und vieles andere Ausstellungen kommen aus diesem Center heraus und profilieren das Deutsche Museum als Ort international exzellenter Forschung. Das klingt ja, als wäre das ein wirklich großartiges Projekt. Wenn ich das richtig verstehe, entsteht ja in allen Forschungsprojekten ein entscheidender Mehrwert durch die Kooperation und auch durch das Experimentieren mit neuen Formaten. Können Sie uns da einen Ausblick über die kommenden Jahre geben? Ja, die Wissenschaftskommunikation ist, so kann man sagen, im Umbruch, steht vor vielen neuen Herausforderungen, was wir auch in der aktuellen Pandemiekrise erleben, wo wir sehen, wie die Öffentlichkeit an dem wissenschaftlichen Wissensschaffensprozess teilhaben möchte, integriert sein möchte. Und das ist eine der Herausforderungen, die wir sehen, wie wir noch stärker partizipativ arbeiten können. Also die Öffentlichkeit nicht nur als passiven Partner sehen und Wissen in die Öffentlichkeit hineinkommuniziert wird, sozusagen linear von hier ist die Wissenschaft, hier ist die Öffentlichkeit, sondern es zusammenzubringen, zu integrieren und von dem zu sprechen, was wir a priori als offene Wissenschaftskommunikation bezeichnen.
eine Herausforderung. Die zweite ist, Citizen Science ist immer wichtiger, wird immer wichtiger. Auch da die Teilhabe der Öffentlichkeit schon an dem Produktionsprozess wissenschaftlichen Wissens. Auch da müssen wir reagieren auf diesen wichtigen Prozess, der stattfindet in der Gesellschaft. Und den wollen wir und müssen wir ins Haus hineinholen. Das sind zwei Herausforderungen, die beide sich überschreiben lassen mit stärkere Partizipation. Wir wollen die Öffentlichkeit noch stärker beteiligen durch verschiedene Formate. Daran arbeiten wir unter anderem eben auch im Rahmen eines sogenannten Aktionsplans Forschungsmuseum, was wir im Rahmen der Leibniz-Gemeinschaft mit den 7 anderen Partnermuseen gemeinsam betreiben. Da sind wir in einer früheren Sendung schon drauf eingegangen, Global Summit of Research Museums. Viele partizipative Formate, die wir in diesem Verbund der Leibniz-Forschungsmuseen gemeinsam auf die Beine stellen und dazu auch unterstützt werden von der Bundesregierung, die zusätzliche Mittel dafür bereitstellt. Aber das haben wir im Deutschen Museum, glaube ich, schon immer ganz gut gekonnt. Dieses Scharnier zu sein zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit. Die Herausforderung, wie gesagt, ist die Partizipation. Ja, Sie sind eben schon auf die Corona-Krise, haben Sie schon angesprochen. Es ist auch für die Museumswelt ja eine sehr große Herausforderung. Und das Deutsche Museum tritt dieser Herausforderung ja mit einem verstärkten digitalen Auftritt im Internet entgegen. Können Sie uns da ein bisschen was über die digitalen Aktivitäten des Museums berichten, beziehungsweise auch, was derzeit der digitale Zwilling umfasst und was da in der kommenden Zeit geplant ist? Ja, digitale Zwilling ist ein gutes Stichwort. Wir haben ja relativ früh auch für die deutsche Museumslandschaft damit begonnen, Digitalisierung wirklich ernst zu nehmen. Durch die Digitalisierung unserer Bestände zunächst mal. Im Archiv, in der Bibliothek, aber auch in den Ausstellungen, die Sammlungen, ja, die zu digitalisieren, 2D, aber vor allen Dingen auch 3D-Digitalisierung, um hier auch einen Mehrwert zu schaffen für die Besucherinnen und Besucher. Unser VR-Lab, Virtual Reality Lab, das wir da aufgebaut haben, ist eines der Produkte, die in die Richtung gehen und diesen Wissensfundus, der durch Digitalisierung entsteht, der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Also auch viele Besucherinnen und Besucher, digitale Besucherinnen zu gewinnen, ist eine unserer Aufgaben, die wir hier sehen. Wir sind ein öffentlich finanziertes Forschungsmuseum. Das bedeutet, dass wir das Wissen öffentlich zur Verfügung stellen und eben diese Open Science, die wir durch Digitalisierung ermöglichen können, diesen digitalen Zwilling, den wir neben das Museum stellen oder eigentlich verknüpfen. Ja. Das reale Museum befördert das digitale Museum und das digitale Museum befördert das reale Museum. Das sind keine zwei Stränge, die sich irgendwie was wegnehmen. Im Gegenteil, je mehr digitalen Outreach wir haben, desto mehr Besucherinnen und Besucher werden wir in der Post-Corona-Phase wieder haben können, desto mehr Aufmerksamkeit haben wir. Und wir sind auch der Meinung, dass wir das der Gesellschaft schulden, dass wir unsere Archive, unsere Depots öffnen und diese Schätze. Nur 20%, was wir haben, maximal ist ausgestellt. 80% ist im Depot. Dass wir das öffnen und durch Digitalisierung der Öffentlichkeit zugänglich machen. Ja. Ich habe zum Abschluss noch eine letzte Frage, und zwar, in welche Richtung sich künftig der Forschungsanteil entwickeln wird. Gibt es da kann man das ungefähr abschätzen? Ja, da sprechen Sie einen Punkt an, der uns, seit Jahrzehnten auch auf den Nägeln brennt. Wir sind ein Solitär unter den Forschungsmuseen. Die 7 anderen, von denen ich berichtet habe, sind finanziert. Wir reden jetzt über Finanzierung. Das sind Finanzströme im bundesdeutschen Wissenschaftssystem, sind ungefähr zwischen 75 und 100% über Forschung finanziert. Das heißt, der Bund, der Forschung finanziert, und die Länder, die den eher Museumsanteil finanzieren, tun sich zusammen und finanzieren diese Forschungsmuseen gemeinsam. Ja? Beim Deutschen Museum sind das nur 35%. Niemand kann Ihnen eine plausible Begründung dafür geben, warum das nur 35% sind. Das nur ist historisch zu erklären. Irgendwann mal haben unsere altvorderen Museumsverantwortlichen gesagt, ja, im Deutschen Museum ist der Forschungsanteil 35%. Heute würden wir sagen, wir sind zu 100% ein integriertes Forschungsmuseum. Ja. Genauso wie die anderen, die schon nahe bei 100 sind oder bei 100% angelangt sind.
Und das wollen wir im Grunde ändern. Da sind wir dabei in Gesprächen mit den Zuwendungsgebern, weil wir eigentlich dieses Leitbild des integrierten Forschungsmuseums auch in der Finanzierung fundiert sehen möchten. Da arbeiten wir dran. Würde uns auch zusätzliches Geld, Bundesgeld in das Deutsche Museum spülen, in Anführungsstrichen, was wir dringend benötigen, um eine, sagen wir mal, unsere Rolle auch einer wirklich international wahrgenommenen Leuchtinstitution der naturwissenschaftlich-technischen Bildung auf allen Ebenen auch konsequent gerecht zu werden. Ja. Da brauchen wir mehr Unterstützung und das erhoffen wir uns von dieser Erhöhung des Forschungsanteils, an der wir im politischen Raum aktuell arbeiten. Ja, vielen Dank. Also ich fasse noch mal kurz den Ausblick und die Entwicklungsperspektiven zusammen. Also der Aktionsplan Forschungsmuseum soll durch die Kooperation und durch Experimentieren mit neuen Formaten verstetigt werden. Und die Rolle als Outreach-Partner für die Forschung auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene soll gestärkt werden. Der digitale Zwilling wird ausgebaut und die vielfältigen Forschungsaufgaben sollen auch durch eine Erhöhung des Forschungsanteils finanziell besser abgesichert werden. Das haben Sie sehr schön zusammengefasst, hätte ich nicht besser gekonnt. Herr Trischler, ich danke Ihnen vielmals für dieses wieder sehr kurzweilige und hochinformative Gespräch. Sie haben uns sehr deutlich die verschiedenen Facetten der Forschungseinrichtung hier im Museum verdeutlichen können. Und liebe Zuschauer und Zuhörer, wir hoffen, es hat Ihnen auch gefallen und Sie konnten interessante und neue Dinge lernen. Demnächst werden wir mit Frau Dr. Pamplona einen näheren Blick auf die Objekt- und Restaurierungsforschung legen im Deutschen Museum. Und es würde uns freuen, wenn wir Sie auch dabei wieder begrüßen dürfen. Und bis dahin machen Sie es gut und vor allem bleiben Sie neugierig.